Hi zusammen, ich begrüße euch recht herzlich hier zu einer neuen Folge Photo2Go. Ihr seht, ich bin umgeben von Eiskristallen, denn wir haben weit unter 0 Grad und das bedeutet, dass jede Schneeflocke, die gerade runterkommt, zu einem super schönen symmetrischen Eiskristall wird. Und wie ein Fingerabdruck ist jeder dieser Eiskristalle anders und ich zeige euch heute, wie wir die aufnehmen. Und Photo2Go bedeutet ja, dass wir das Bild auch anschließend zusammen in irgendeiner Software bearbeiten. Viel Spaß mit dem Video. So, ihr seht schon, ich habe hier meine Sony A7 IV aufgebaut, an der übrigens auch gerade super coole Eiskristalle hängen bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, bei 4K dürfte das gerade noch so zu erkennen sein. Aufgebaut auf dem so viel beklagten, super leichten Canon Concept Stativ, mit dem ich super zufrieden bin. Denn es muss mir erstmal einer zeigen, dass ein Stativ unter 1 Kilo hier besser abliefert. Ich nehme das sehr gerne und ihr seht selbst bei diesem extremen Gewackel, was ich hier mache, denn ich habe ein Objektiv drauf, das Laowa 25 mm 5:1 Makro. Das erlaubt uns eben hier eine Vergrößerung bis 5:1 zu erstellen. Und ihr seht schon, ich habe das ziemlich weit ausgefahren. Ich bin gerade irgendwo bei 4:1. Je nachdem, wie nah ich dran bin, bin ich aber auch bei 2,5:1. Und die erste Technik ist die, ihr seht, ich muss das Mikro mal hier so ein bisschen hinlegen. Ihr seht, es fallen gerade überall diese Eiskristalle runter. Ich muss bloß aufpassen, dass das mir nicht überbelichtet. Ja, und am genialsten können wir die fotografieren, wenn wir einfach irgendwas nehmen, wo die drauf landen. Und dann hat man halt auch nochmal den Vorteil, dass man das so schütteln kann. Und manchmal lösen sich dann weitere Kristalle raus, die man vorher noch gar nicht gesehen hat. Wichtig dabei zu wissen ist, dass man mit der Hand nicht zu lange dran ist, weil die Abwärme der Hand würde sofort dazu führen, dass die Eiskristalle schmelzen. Und dementsprechend ist hier Frieren angesagt, ja, und hier möglichst alles halt schön kalt lassen. Ja, zu den Einstellungen. Für alle diejenigen, die JPEG fotografieren, denen empfehle ich, einen Weißabgleich einzustellen, der Richtung Glühlampe geht, denn das verleiht dem Bild so einen schönen frostigen Look. Und für alle anderen, die in RAW fotografieren, ist das ja völlig unerheblich. Da stellen wir den Weißabgleich sowieso erst später ein. Und ich fotografiere wie immer hier einfach in Tageslicht. Ich blende mir hier auch das Histogramm ein, dass ich so ein bisschen eine Kontrolle habe, denn die Displayhelligkeit reicht ja nicht aus, um jetzt zu sagen, ob das Bild hier an der Stelle überbelichtet ist oder nicht. Außerdem auf dem Stativ haben wir halt die Möglichkeit, dass wir hier mit dem Selbstauslöser fotografieren. Also das heißt die Zeit, jetzt muss ich mal hier wischen, es schneit jetzt dann doch recht ordentlich langsam. Also die Zeit, die Belichtungszeit spielt jetzt eine untergeordnete Rolle, solange nichts zittert und wackelt. Und deswegen sind wir hier auf dem Stativ, haben den Stabilisator aus und haben hier eine Selbstauslösezeit von 5 Sekunden eingestellt. Das heißt, ich werde die Kamera dann eben berührungsfrei auslösen. Ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir haben ein Objektiv, was einen manuellen Fokus hat. Das heißt, es hat überhaupt keinen Fokus. Ich selber dachte mir, hey, verzichte heute mal auf den Fokusschlitten. Wenn du ein Stacking machen willst, kannst du ja hier die Fokusschärfe verstellen. Das stimmt aber gar nicht, weil wir können ja hier an dem Objektiv eigentlich nur diesen Vergrößerungsfaktor verstellen. Das ist ja im Grunde gleichzeitig die Fokussierung, aber der ist so schwergängig, dass das Stacken heute sowieso keinen Spaß macht. Deswegen fotografiere ich mit der Blende von f8, damit wir eine akzeptable Schärfentiefe haben. Ja, und dann schauen wir mal, was wir da für Fotos machen und dann sehen wir uns jetzt bei der Bearbeitung. Und wie gesagt, hier alles machbar mit dem ultraleichten Canon Concept Stativ. Wo es ja immer heißt, nein, das ist ja viel zu instabil. Ich meine, Leute, wenn ihr ein Stativ unter 1 Kilo habt, müsst ihr mir erstmal ein stabileres zeigen. Mit 1,2 Kilo, das ist nochmal eine andere Liga. Da ist es natürlich stabiler. Aber ich habe das jetzt mal absichtlich mitgenommen, damit ihr seht, dass alles möglich ist. Und das Stativ verlinke ich euch natürlich auch. Genauso wie das Objektiv und die Kamera unten in der Videobeschreibung. Ja, alles, was wir also tun müssen, ist hier im Garten rumzulaufen und auf verschiedenen Gegenständen zu gucken, wo denn ein schöner Eiskristall liegt. Denn manchmal sind sie ja zusammengeknäult und nicht sehr fotogen.
Und ja, ich werde jetzt hier mal noch schauen, hier auf den grünen Blättern zum Beispiel. Das mag sich vielleicht auch ganz schön als Untergrund eignen, dieses Dunkelgrün. Da muss ich mal schauen, dass ich die hier nicht zu arg aufwärme, dass sie auch wirklich liegen bleiben. Übrigens noch ein kleiner Tipp, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr Mikrovibrationen in der Kamera habt, also ihr habt ein leicht unscharfes Bild, obwohl ihr es eigentlich scharf gestellt hattet, dann empfehle ich euch den elektronischen Verschluss, den ich hier auch eingestellt habe, damit wir einfach von der Erschütterung bei der großen Vergrößerung keine Mikroverwackler im Bild haben. Also hier elektronischer Verschluss ist vielleicht der bessere. Wow, Leute, schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön mit dem dunklen Hintergrund? Ihr könnt gar nicht erahnen, wo das ist, ja. Und zwar sieht man das nur, wenn man sich selber bewegt und das Ganze dann im Gegenlicht plötzlich aufglitzert. Und dann könnt ihr euer Stativ positionieren. Und es ist wirklich genial. Ich bin ja hier jetzt irgendwo beim Holzstoß. Ja, da ist so ein alter Grill, unser ganzer Gartenschrott und unser Holz. Ja, und dann seht ihr, es ist überhaupt keine spektakuläre Sache, ja, sondern hier sind so ein paar Schneeflocken einfach gelandet. Und ich gucke einfach, welche schön aussieht. Und hier im Spinnennetz hängt übrigens auch noch eine coole. Aber ganz ehrlich, wo fange ich an und wo höre ich auf? Ja? Weil hier gibt es überall coole. Schaut euch das an. Ich muss jetzt aufhören, weil sonst werde ich krank, weil ich habe eiskalte Füße hier. Auch hier ist gerade so ein Glitzernder gelandet. Oh, da könnte ich stundenlang weitermachen. Na gut, vielleicht ergibt sich's ja nochmal. Okay, wie ihr seht, habe ich nachgeschaut, heute ist wieder Lightroom dran. Und ich muss zugeben, das letzte Bild, wo ich da mit euch zusammen aufgenommen habe, da habe ich dann doch nochmal mich verführen lassen, ein Stacking zu machen. Also ich habe sozusagen am Objektiv einfach den Vergrößerungsmaßstab nach hinten verdreht. Das ist sozusagen gleichzeitig die Fokussierung und ihr seht ja, was da für ein krasses Bild rausgekommen ist. Okay, ich habe mich aber dafür entschieden, das allerschönste Bild, jedenfalls ich meine, dass es das allerschönste Bild ist, zu bearbeiten. Und das ist dieses kleine Eiskristall. Zuerst würde ich auf jeden Fall mal den Beschnitt ändern, denn der Grusch da drüben rechts, der interessiert uns überhaupt nicht. Wir wollen den Blick des Betrachters auf das Kristall lenken und wir haben halt hier einfach eine Kamera mit 33 Megapixel. Deswegen können wir uns das durchaus mal leisten, hier ordentlich wegzuschneiden. Und so gefällt mir das schon wesentlich besser. Am Histogramm erkennen wir, dass das Bild ausgewogen belichtet ist, aber auch zu dunkel belichtet ist. Mit ausgewogen meine ich, dass wir weder ausreißende Spitzlichter und weder absaufende Schwarztöne haben. Das Bild ist eher kontrastarm und flau und ich hätte es meines Geschmackes nach noch einen Tacken heller aufnehmen können, sodass wir hier diesen Belichtungskegel in der Mitte des Histogramms gehabt hätten. Aber hätte Fahrradkette, so ist es nun mal nicht geworden, es ist zu dunkel geworden, dementsprechend müssen wir hier noch eingreifen. Bevor wir über das Bild aufhellen, würde ich erstmal was am Kontrast machen. Den regeln wir jetzt mal langsam hoch. Wir gehen so ein bisschen mit den Lichtern zurück. Wir heben die Tiefen, die lassen wir so, weil sonst wird es ja noch flauer. Wir gehen deutlich ins Weiß rein. Also wir müssen das Histogramm deutlich mit den hellsten Spitzen nach rechts bekommen, ja. Und dazu greifen wir gerne in Weiß ein. Wir lassen die Belichtung jetzt erstmal in Ruhe. Wir verwenden jetzt erstmal nur Weiß. Die Belichtung können wir später nochmal justieren, genauso wie den Weißabgleich. Außerdem ist das Bild flau, deswegen gehe ich hier nochmal auf -15 im Schwarzwert. Und ihr seht, das reißt auch nicht aus. Um den Dunst noch weiter zu entfernen, aber das Ganze noch ein bisschen crisper aussehen zu lassen, würde ich die Klarheit noch anheben, aber deutlich Dunst entfernen reinziehen. Ihr seht, Dunst entfernen zieht uns diese Flauheit aus dem Objektiv raus und deswegen würde ich hier erstmal deutlich auf 25 gehen. Nichts übertreiben. Zu den Schwächen des Objektivs ist nicht nur Kontrastarmut zu nennen, sondern auch, dass die Bilder meist etwas farblos werden. Deswegen hebe ich jetzt hier die Dynamik noch ein bisschen an. Im nächsten Step kümmere ich mich nochmal um die Kontraste, aber diesmal in der Gradationskurve. Das mache ich sehr gerne im zweiten Bearbeitungsstep und ich empfehle euch, macht das mal bei allen euren Bildern, bearbeitet oben mal die Helligkeit und Kontrast und macht dann die Kontraste nochmal sauber hier mit dieser ersten leichten Kurve, wo ihr diese Regler habt, denn dann werdet ihr, wenn ihr das zu- und abschaltet, immer einen deutlichen Unterschied nochmal sehen zwischen vorher, nachher und somit ist es dem Bild meistens zuträglich. Hier hebe ich die Lichter nochmal hoch, also ich versuche noch mehr Kontrast in das Bild hineinzukommen. Die mittleren Töne würde ich auch nochmal so auf +15 heben und hier würde ich auf -7 und -10 gehen. Mein Ziel ist hier eine etwas düstere Bearbeitung, sodass das Eiskristall an sich noch besser hervorploppt.
Im nächsten Step können wir das Bild auch schärfen, denn auch das ist eine Schwäche vom Objektiv. Es ist sehr, sehr unscharf. Das ist ja ein Spezialmakro, was jenseits von 1:1 vergrößert. Und das hat wirklich den Nachteil, dass es so ein bisschen unscharf ist. Dementsprechend ordentlich Betrag rauf, ordentlich Radius. Bei gedrückter Alt-Taste maskieren wir das wieder so ein bisschen, damit wir nicht alles schärfen, was irgendwie im Bokeh absäuft. Und dann würde ich hier aber auch deutlich mit der Luminanzrauschreduzierung hochgehen, denn wir haben hier ISO 2500 aufgenommen und haben das Bild jetzt halt einfach im Kontrast noch ordentlich verbogen und das sorgt halt auch immer zusätzlich für Rauschen. Und wir haben hier schon ein sehr beeindruckendes Bild, aber wir sind noch nicht am Ende. Ich würde runtergehen zu den Effekten und dem Ganzen natürlich noch eine Vignette geben, die hier den Blick des Betrachters in die Mitte lenkt, auf die Schneeflocke natürlich die Ränder, die etwas uninteressant sind, abdunkelt und dementsprechend diesen düsteren Look des Bildes noch weiter bestärkt. So, jetzt kommt noch einer der wichtigsten Schritte. Wir gehen nämlich in die Maskierung und pinseln zuerst mal eine Maske auf. So ein Objekt schreit gerade förmlich nach Maskierung, denn hier können wir natürlich dem Ganzen noch mehr Stellenwert einräumen und diverse Effekte eben anwenden, die hier zuträglich sind. Das ist natürlich alles Geschmackssache. Andere hätten jetzt bereits schon lange mit der Bearbeitung aufgehört. Aber ihr wollt ja noch das ein oder andere vielleicht mitnehmen und lernen, was man so machen kann. Und ob das dann zuträglich ist für euch, das müsst ihr dann wirklich am Ende selber feststellen. Innerhalb dieser Maskierung, ich klicke den Haken mal wieder weg, kann ja mal auf 100% gehen, dass ihr das schön seht. Innerhalb dieser Maskierung würde ich nochmal deutlich für Weiß sorgen. Ja, weil wir sehen, wir haben im Histogramm immer noch Platz und wir sehen jetzt, wenn ich hier diese Clip-Markierer anschalte, oben rechts am Histogramm, wenn ich da mit der Maus einfach drüber fahre, da seht ihr schon, die Spitzlichter reißen uns jetzt aus im Stern, aber das dürfen sie auch. Sie sollen der hellste Punkt werden und wir dürfen uns davon nicht einschüchtern lassen, denn ansonsten wäre, wenn ich das zurückziehe, ihr seht, der Stern einfach nicht leuchtend genug. Also hier nicht so davon beeindrucken lassen, durchaus hier mal raufgehen, vielleicht dann später mit einer zusätzlichen Vignette nochmal für mehr Licht sorgen, aber das können wir uns später noch anschauen. Außerdem finde ich ihn immer noch flau und ich möchte die Tiefen betonen, deswegen würde ich den Kontrast einfach nochmal ein bisschen hochziehen an der Stelle. Also alles innerhalb dieser Maskierung, die wir hier eben sichtbar schalten können. Zusätzlich würde ich dem Ganzen weiter noch Klarheit verleihen. Ihr seht, das bringt schon nochmal was, ja. Und jetzt kommt der finale Schliff. Ich würde dem Ganzen noch ordentlich Struktur verleihen. Denn Struktur ist etwas, was wirklich schön wie eine natürliche Schärfung wirkt, aber ohne zu rauschen. Das Ganze finde ich ein bisschen übertrieben. Ich würde hier überall nochmal so einen Tacken zurückgehen und das empfehle ich euch auch immer. Überreißt die Regler ruhig mal und geht dann wieder so einen Tacken zurück. So, machen wir einen ersten Vorher-Nachher-Vergleich. So war das Bild vorher und so ist das Bild jetzt. Wow! Ich würde aber sagen, es ist mir immer noch einen Tacken zu dunkel. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir können hier einfach die Belichtung anheben. Dann wird das gesamte Bild etwas heller. Das würde ich auch erstmal machen, weil die Ecken sonst ein bisschen, ja, könnte man mit der Vignette wieder ein bisschen zurückgehen, aber ich mache es jetzt halt so. Also hier ein bisschen heller und dann kann man natürlich immer noch mal überlegen, macht man eine neue Maske, hier vielleicht nochmal einen radialen Verlauf drauf und kann hier vielleicht nochmal sagen, ja, ich möchte nur den Bereich angehoben haben, ne? Dass man hier eben, aber da wäre ich jetzt sehr, sehr vorsichtig, weil wir jetzt die Gesamthelligkeit auch noch angehoben haben. Also in dem Punkt würde ich einfach so verbleiben. Das Objektiv hat noch eine weitere Schwäche und zwar sieht man jedes Staubkorn auf dem Sensor. Ja? Also nur Schwächen hier mit dem Objektiv. Dementsprechend hier noch schnell den Stempel holen und die schwarzen Punkte, die hier sichtbar sind, wegstempeln, das Bild so ein bisschen bereinigen. Das ist ihr habt es vielleicht im Intro auch gesehen, das ist hier immer so ein bisschen das Problem, dass man halt wahnsinnig viel schwarze Punkte hat, weil hier jedes noch so kleine Korn auf dem Sensor, aber auch in den Zwischenbereichen des Objektivs eben extrem vergrößert wird. Und ich würde sagen, das ist doch ein wirklich annehmbares Ergebnis. Ich würde sagen, wir geben dem Ganzen noch ein ganz kleines Finish, indem wir uns ein bisschen um den Weißabgleich kümmern. Und zwar, könnten wir noch mal einen Tacken kühler gehen, vielleicht so, und wir könnten ein bisschen mehr ins Magenta ziehen. Nicht so viel, nein, das ist zu viel. Ich würde vielleicht sagen, hier so, geh schon her, dann gebe ich es halt ein, machen wir mal 5, ja. Kommt auch immer so ein bisschen auf euren kalibrierten Monitor an, wie das jetzt bei euch rüberkommt, aber ich finde es so sehr schön. Außerdem, und das ist das letzte Finish, das ich dem Bild verleihen würde, ich würde in den Farbton gehen und würde den Blauton, ja, ihr seht, den kann ich links nach grün ziehen, also nach eisgrün, sag ich mal, und rechts nach lila-pink. Und ich würde ihn einfach nochmal so einen Tacken auf -6 ziehen. Einfach, ja, ich zeige euch das mal vorher.
nachher. Es macht nicht viel aus, aber es nimmt einfach, ich finde, es ist so ein richtig schöner Catcher. Man kann auch mit dem anderen Ton mal spielen, der ist mehr im Zentrum zu finden von dem Stern. Ja, der macht nicht mehr viel aus, spielt keine Rolle, auf was wir den stellen. Okay, das wäre meine Bearbeitung gewesen. So sieht es jetzt aus und so hat es eben vorher ausgesehen. Und ihr seht, was man wirklich aus seinem Bild rausholen kann, wie wir die Bilder finalisieren können. Ja? Und jetzt denkt an dieses Argument, Bilder bearbeitet man nicht, man fotografiert nur. Das stimmt einfach nicht. Dieses Bild hat so viele Schwächen, einfach durch das schlechte Objektiv, ja, weil es so milchig ist. Es ist auch zu dunkel fotografiert. Okay, da kann man sagen, das war meine Schuld. Aber ihr seht, was man halt rausholen kann. Ja? Der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Hier ist noch so eine helle Irritation im Blatt. Das ist aber auch so gewesen. Man kann theoretisch aber auch nochmal hergehen und sie entfernen. Würde ich aber immer aus demselben Schärfebereich mir holen. Sonst fällt das sehr schnell auf. Ja, so, jetzt habe ich die Irritation auch noch weg. Die hat ein bisschen abgelenkt. Da unten ist noch eine Irritation, da oben. Das könnte man alles jetzt noch stempeln. Hier nochmal reinstempeln und immer aus derselben Schärfenebene die Quelldatei holen. Na, man kann nicht hergehen, Lightroom nimmt sich dann manchmal irgendwas von weit weg, was überhaupt nicht in der Schärfenebene lag und das fällt halt dann schon auf. Also ich würde das hier so dann belassen. Okay, ihr werdet das Bild auf Instagram bewundern können. Ich freue mich auch, wenn ihr mich dort mal besucht und abonniert. Wir freuen uns aber auch über jeden, der mal unseren Newsletter auf der Webseite abonniert. Denn über solche Projekte erfahren die Newsletter-Abonnenten meistens etwas früher etwas als die anderen. Aber auch wenn ich was Technisches teste, erfahrt ihr es im Newsletter als erstes. Schaut euch auch gerne unsere Lightroom-Presets an, die ich heute mal extra nicht besprochen habe. Ich habe heute extra mal kein Lightroom-Preset draufgelegt, weil das immer dann so aussieht, wie als würde ich nur mit Lightroom-Presets noch gute Fotos machen können. Das ist eben nicht der Fall. Ihr seht, das kann man händisch auch alles hinbearbeiten. Und mir hat es wirklich Freude gemacht, euch das zu zeigen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet zu mir. Danke und bis dahin. Tschüss.